Moin, heute geht's um Rangierspiele, also die Möglichkeit mit der Modellbahn Spaß zu haben, ohne gleichzeitig ein Fan autoritärer Strukturen zu sein. Ein kleiner Hinweis für Militaristen und für Leute, die so verklemmt sind, dass sie morgens Exkremente mit metrischem Gewinde in die Keramik legen. Tut euch selbst einen Gefallen und ignoriert meine Filme. Dem Rest der Modellbahner wünsche ich viel Spaß mit dem Film. In der Videobeschreibung gibt es übrigens eine anklickbare Inhaltsübersicht. Also nicht groß rumflennen, dass er nicht das vorgesetzt bekommt, was er wollt, sondern selbst aktiv werden. Dieser Kanal ist Teil des Angebots von Thorstens MOBA Planungsdienst, dem Planungsdienstleister für ungewöhnliche Modellbahnanlagen. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken. Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Wer meine Filme ohne Werbung, ohne Eigenwerbung und ohne Abo-Aufforderung sehen will, muss sie bei mir zum Download bestellen. Das ist übrigens ein Angebot, das entstanden ist, weil diverse Kurzstreckendenker sich beschwert haben, dass auf einer Werbeplattform Werbung läuft. Sie haben große Krokodilstränen vergossen, weil sie sich diese ach so unsägliche Werbung ansehen müssen. Aber um es mal klipp und klar zu sagen, müssen muss niemand was. Es zwingt euch niemand, meine Filme anzusehen. Aber kommen wir zurück zum Bestellvorgang. Der wird in einem separaten Film erklärt. Der Link zu dem Film ist in der Infocard oben rechts in der Ecke oder unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Einen Link zu den alten Filmen findet ihr oben rechts in der Ecke. Das war's, viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Theoretischer Teil. Rangierspiel? Was hat denn das mit der Modellbahn zu tun? Naja, ist doch eigentlich ganz einfach. Ein Rangierspiel ist eine Denksportaufgabe oder ein Strategiespiel, das auf den Gleisen einer Modellbahn betrieben werden kann. Das Spielbrett kann wirklich ein einfaches Brett sein, es kann aber auch ein ausgestattetes Diorama sein. Und wer es geschickt anstellt, kann so ein Rangierspiel auch in eine Modellbahn integrieren. Außerdem kann man so ein Rangierspiel von Spur N, vielleicht auch von Spur Z, bis im Prinzip zur Feldbahn spielen. Das waren die Argumente, die dafür sprechen, dass ein Rangierspiel zur Modellbahn gehört. Kommen wir jetzt zu den Argumenten, die dagegen sprechen. Bei einem Rangierspiel ist ja eigentlich eher der Charakter eines Gesellschaftsspiels oder einer Denksportaufgabe im Vordergrund. Hartgesottene Modellbahner mögen sich auch an dem Umstand stören, dass es bei dem Rangierspiel Spielregeln anstatt Dienstvorschriften gibt. Ferner könnte man eventuell noch feststellen, dass ein Rangierspiel auf der Modellbahnanlage eigentlich doch eher ein Fremdkörper ist als ein integraler Bestandteil. Und eigentlich funktioniert so ein Rangierspiel sogar besser, wenn es kein Bestandteil der Modellbahnanlage ist. Es gibt also genauso viele Argumente, die für, wie Argumente, die gegen ein Rangierspiel auf der Modellbahnanlage sprechen. Also sollte man sich auch hier wieder an die Vorgaben des Swingerclubs alles kann, nichts muss halten. Aber was muss ich denn machen, wenn ich so ein Ding haben will? Mein Sohn, du bist jetzt 42 Jahre und du bist überhaupt gar nicht mein Sohn. Na jedenfalls, wenn du so ein Ding bauen willst, dann musst du ein paar Eckpunkte beachten. Auf jeden Fall brauchst du ein knappes Platzangebot. Wenn du zu viel davon hast, dann wird das so ein hektisches Treiben wie beim CO2-Handel oder bei der Verteilung der Überproduktion in der DDR. Außerdem sollten die Wagen möglichst alle gleich lang sein. Sinnvoll wäre beispielsweise ein Wagentyp mit verschiedenen Werbeaufdrucken. Man könnte die Wagen aber auch beispielsweise durch auf dem Dach aufgebrachte Farbflächen markieren. Ausgangssituation, Aufgabe und somit die zu erreichende Zielsituation können sich verändern. Wer nicht aus Spaß an der Freude spielt, könnte Zeit oder Anzahl der Rangierbewegungen erfassen, um einen Gewinner zu ermitteln. Aber man könnte daraus auch irgendein Trinkspiel machen oder wonach einem grad ist. Im Prinzip jedenfalls sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Trinkspiel? Klingt gut. Was muss ich denn dafür machen? Naja, die Kennzeichnung der Waggons hatte ich ja schon angesprochen und im Grunde genommen brauchst du dann auf jeden Fall noch Karten, die jedem Waggon einzeln zugeordnet sind und jeden einzelnen Waggon auch genau definieren. Was wir hier gerade sehen, ist ein möglicher Endstand des Spiels. Am Anfang sieht das Ganze natürlich noch etwas anders aus. Da sind die Wagen den Karten nicht zugeordnet und sie müssen in die passende Position gebracht werden. Nach welchen Regeln ein Spieler bei Erfolg belohnt bzw. bei Misserfolg bestraft wird, das hängt natürlich von den selbstgesetzten Spielregeln ab. Aber genug der Theorie, jetzt gucken wir uns mal ein paar bekannte Rangierspiele an.
praktischer Teil. Zugegebenermaßen, das hier ist noch kein bekanntes Rangierspiel. Das ist einfach eine Illustration, die ein bisschen Redezeit hinterlegen soll. Wer die Serie schon länger verfolgt, wird sich erinnern, dass in Teil 4, Link siehe Infocard oben rechts in der Ecke oder unten in der Videobeschreibung, eine sehr ähnliche Gleisfigur behandelt wurde. Sie beruht auf der Gleisformation der Ludwigsburger Industriebahn in der Kamerastraße. Mit ein wenig Fantasie kann man auch daraus ein sehr schönes Rangierspiel entwickeln. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem bekannten Rangierspiel Time Saver. John Allens Time Saver. Wieso hast du eigentlich so ein Zeitdieb Time Saver? Das gibt's doch gar nicht. Meines Wissens ist darüber nichts bekannt, warum John Allen dieses Ding Time Saver genannt hat. Aber eine meiner Vermutungen ist, dass es dieselbe Art von Humor ist, wegen welcher der Colt 45 auch Peacemaker genannt wurde. Die andere Überlegung ist, dass das kleine Ding so viel Spaß macht, dass sich der Aufbau einer großen Anlage wirklich erübrigt. In dem Fall ist das Ding allerdings wirklich eine enorme Zeit- und Kostenersparnis. Bei dem Aufbau dieser Gleisfigur gibt es ein paar Dinge zu beachten. Der erste Punkt ist, dass die Länge der Fahrzeuge die Länge der Gleise bestimmt. Das heißt also, Rangierlok und Waggons sollten ungefähr gleich lang sein. Wenn also alle Stellflächen des Rangierspiels belegt werden, sähe es etwa so aus. Aber da ist ja nichts mehr mit Rangieren. Deswegen nehmen wir ein paar Waggons runter und markieren den Rest mit Farbe. Der Zufall bestimmt dann, wo welcher Wagen hin soll. Dann kann das muntere Rangieren beginnen, bis das Ziel erreicht ist. Und wer jetzt noch nicht genug hat, setzt sich neue Ziele und rangiert weiter. Ach so, eine Sache vielleicht noch. Der Time Saver ist eigentlich konstruiert für Fahrzeuge mit KD-Kupplungen. Aber natürlich geht im Prinzip auch jedes andere Kupplungssystem mit magnetischer Vorentkupplung. Wobei mit mechanischer Vorentkupplung, wie beispielsweise der Märklin-Relax-Kupplung, müsste dieses Rangierspiel auch funktionieren. Jedenfalls, die rot-grünen Kreise markieren die Positionen für die Entkupplungsmagneten. Oder die Entkupplungsgleise bei mechanischer Vorentkupplung. Streng genommen wird der Time Saver auch ohne Geschwindigkeitsregelung gespielt. Einzig eine Richtungsänderung ist möglich. In der Playlist zu diesem Film, siehe Infocard oben rechts in der Ecke, gibt es einen Film, der diese Spielvariante durchspielt. Der Film heißt Time Saver in 8 Minuten 45 Sekunden. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich den Film ja mal ansehen. Wem der Time Saver zu viel Rangierspiel und zu wenig Modellbahn ist, der kann sich ja mal diese Variation des Time Savers von modellbahning.de ansehen. Auf einer Fläche von 1,60 Meter x 50 cm kann nach Herzenslust rangiert werden. Eine genaue Erläuterung dieser Anlage ist auf modellbahning.de zu finden. Der genaue Link ist unten links in der Ecke zu sehen. Er ist aber auch in der Videobeschreibung zu finden. Aber es gibt ja auch noch andere bekannte Rangierspiele. Und zu so einem kommen wir jetzt. Inglenook Sidings. Nach dem Time Saver aus den USA gucken wir uns jetzt Inglenook Sidings aus England an. Im Vergleich zum Time Saver haben wir hier einen einfachen, wenn nicht gar simplen Gleisplan. Wir haben hier ein Streckengleis, das über eine Spitzkehre mit 2 Abstellgleisen verbunden ist. Auch bei diesem Rangierspiel sind die Gleislängen wieder durch das eingesetzte Rollmaterial vorgegeben. Auf dem Streckengleis ist Platz für 5 Waggons, in der Spitzkehre ist Platz für die Rangierlok und 3 Waggons und auf den beiden Abstellgleisen ist jeweils Platz für 3 Waggons. Und auch hier kommt es wieder darauf an, die Waggons eindeutig zu markieren. Über ein wie auch immer geartetes Zufallsverfahren wird dann festgelegt, welche Wagenreihung am Ende des Spiels dastehen soll. Am Ende des Spiels sollen auf jeden Fall auf dem Streckengleis 5 zur Abholung bereite Waggons in der gewünschten bzw. vorgegebenen Reihenfolge bereitstehen. Wem die Aufgabe irgendwann zu langweilig werden sollte, der kann ja dann auch noch irgendwelche Zusatzaufgaben mit einfließen lassen, beispielsweise, dass ein Wagen das Streckengleis nicht verlassen darf oder irgendwas in der Richtung. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Gleisfigur, die in Teil 27 dieser Serie vorgestellt wurde. Es ist die Spitzkehre mit zu kurzem Umfahrgleis, also im Prinzip kein Strategiespiel, sondern eher ein Geschicklichkeitsspiel. Auch der eben genannte Film ist in der Playlist zu diesem Film hier zu finden. Jetzt kommt quasi ein Ausschnitt aus dem eben genannten Film. Der Film wurde zwar auch schon mit dem Röhrenmikro aufgenommen, aber die Dinger brauchen wohl eine gewisse Zeit, bis sie ihr Grundrauschen etwas reduzieren. Also langer Rede, kurzer Sinn, die Soundqualität ist eher rauschend als berauschend. Industriebahn mit Spitzkehre und zu kurzem Umfahrgleis.
Ähnlich wie bei der Modellbahn ist bei der Industriebahn Platznot immer gegeben. Allerdings gibt es bei der Industriebahn keinen Fünffingerkran, der ab und zu mal helfend eingreifen kann. Deshalb kommt es gelegentlich zu der Kombination aus zu langen Zügen und zu kurzen Umfahrgleisen bei Spitzkehren. Das Resultat daraus ist ein faszinierendes Rangiermanöver. Ich möchte schon fast sagen, es ist ein geiles Rangiermanöver. Hier eine kurze illustrierte Beschreibung des Vorgangs. Aus Westen kommt ein Zug und fährt Richtung Osten in die Spitzkehre ein. Allerdings ist der Zug zu lang, um von der Lok auf dem Umfahrgleis umfahren zu werden. Also werden die letzten Waggons abgekuppelt und die Lok zieht mit den verbleibenden Waggons ins Ausziehgleis vor. Jetzt werden die Weichen so umgestellt, dass die eben abgestellten Waggons umfahren werden können. Danach umfährt die Lok mit den verbliebenen Waggons die eben abgestellten Waggons. Jetzt werden die Weichen abermals umgestellt und die Lok zieht mit Anhang zu den eben abgestellten Waggons vor. Nun werden die vorhin abgestellten Waggons wieder an die Lok angekuppelt, allerdings auf der anderen Seite. Jetzt zieht der ganze Fahrzeugverbund Richtung Osten vor. Die Waggons westlich der Lok werden nun abgekuppelt. Und abermals zieht die Lok mit 2 Waggons auf das Ausziehgleis. Nochmal werden die Weichen umgestellt und der Zug umfährt die abgestellten Waggons. Die westliche Weiche des Umfahrgleises wird umgestellt und die Lok schiebt die Waggons wieder zusammen. Jetzt werden die vorhin abgestellten Waggons angekuppelt und der Zug kann in Richtung Westen losfahren. Da der Zug aber eben aus Westen gekommen ist, nimmt er jetzt natürlich den Abzweig nach Nordwesten. Wer sich ein vergleichbares Manöver mal in Natura angucken will, sollte sich mal den Film Der letzte Sommer der Industriebahn Oldesloe hier auf YouTube ansehen. Speziell die Passage ab 3 Minuten 25 ist sehr interessant. Da wird nämlich genau ein Rangiermanöver wie das hier beschriebene gezeigt. Der Film ist sowohl über eine Infokarte oben rechts in der Ecke als auch in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem ist der Film in der Playlist zu diesem Film hier zu finden. Die erwähnte Playlist kann übrigens direkt hier, wo der rote Pfeil drauf zeigt, angeklickt werden. Wer da nichts Interessantes findet, kann sich bei meinen alten Filmen umgucken. Die Filme sind zwar älter, aber der Inhalt ist noch aktuell. Einen Link zu den alten Filmen findet ihr oben rechts in der Ecke.